So obviously the challenge before us is how to overcome marginalization and discrimination of youth with special needs. It is extremely important to engage youth because we are not only leaders of tomorrow, but we are the leaders of today. I couldn't agree more, because a lot of times politicians especially, and I'm sure there are very good politicians in the room, always talk about young people being the future of tomorrow. As we all know, tomorrow never comes, of course. So I wish you all the best today on behalf of the United Nations, which is a very political organization, as you can imagine. I'm very happy that we have political people who can do something on the ground, but especially the civil society groups who are doing the actual work actually on the ground. So thank you very much, and I wish you a good conference. Prošle godine mi smo u Beč došli minibusom i putovali smo 10 sati, a drugari s Francuske su dolazili avionom. This project and internship week in Vienna meant a lot to me because I had the chance to show what I can do, and I also saw and learned a lot. Now you have a chance to see what I experienced with my friends from United University and colleagues from France here in Vienna. We came here by minibus after 10 hours long ride, and the colleagues from France arrived by plane. First of all, hello and welcome everybody. My name is Brian and this is John. We are here representing Lilliput Theatre Company, who are a resident theatre company in the Playhouse in Derry. To show you the work of her special theatre in St. Petersburg in Russia. We have a dance group and mostly the people who are here in here. And last year we danced Grease musical. Sehr viel möglich ist. Ich bin Carolina Krass und bin Sonderpädagogin vom Beruf. Das heißt, Lernen ist für mich einfach ein ganz wichtiges Ziel, aber es muss mich zu einem Ziel führen. Das Schönste für mich ist, dass die Kinder Also 3 Punkte, das Wichtigste für mich, also 2 Punkte, zweitwichtigste, 1 Punkt, das drittwichtigste, damit wir mal schauen können, was wollt ihr überhaupt wissen, damit das weitergeht. There's 24 adults with learning disabilities who specialise in drama and theatre when they still receive the care package as well. Okay, so we do the two. We do the care, so it's the day centre, but we specialise in drama and theatre. This was specially adapted for people with learning disabilities. The original script is much longer. It's the original language that Shakespeare used. So what we had back then was a group of 20 adults with learning disabilities learning William Shakespeare's language. We do very serious pieces of work as well. We also specialise in education pieces. For example, our latest piece of educational work is called Hospital Care Guidance, and it helps doctors and nurses understand how to deal with someone with a learning disability when they come in.
You know yourself, if you go to a doctor, they normally ask you a question. Yeah, we might understand it and reply. But somebody with a learning disability may not understand. Etwas zu machen, also nähen, stricken, alles machen. They have something like a school where the children can learn. Sie beginnen das alles zum ersten Mal. They start for the first time in their time. Und jetzt, die machen Fest für ganze Dorf, wo steht dieses Haus. Now they organize parties and events for the whole village. We work for young people mostly, but it doesn't mean that only for people with disabilities, but also social disadvantaged youth as well. And last year we have done a new project for empowering young girls. We wanted to give them a chance to do lots of different things to prepare themselves for a new life. As long as they want, they can do everything. And then this program for about 100 girls in 3 months from the governmental and state school. Only the girls, because this year with their traumatic background, they should be ready for, after 18 years old, ready and strong for the, being in the real life. Mein Name ist Anna Scher. Ich arbeite seit 4,5 Jahren im Verein sowieso mit. Wir sind einerseits Künstler und Künstlerinnen, andererseits Pädagogen, Studenten, Pfleger, Pflegerinnen, aber es ist uns eigentlich nicht wichtig, was die genaue Ausbildung der Menschen ist, sondern ob sie Lust haben, dieses dialogische Arbeiten mit diesen Kindern hier vor Ort zu tun. Was wir so als Feedback wahrnehmen, ist, dass es so ein Workshop irrsinnig stärkend ist für das Selbstbewusstsein für die Kinder und für die Eltern. Einerseits, weil sie an einen Ort kommen, wo alle Kinder sind. Andererseits, weil die Arbeit mit den Kindern, auch wenn sie zuschauen, sie sehen, wie gut es ihren Kindern geht, dass da sehr wohl sehr viel möglich ist. Das Spannende ist, am Ende unseres Gesprächskreises sagen wir, jetzt darfst du hier eine Betreuerin oder einen Betreuer suchen. Mit wem möchtest du zusammenarbeiten? Das ist eigentlich das Schöne am Arbeiten. Die Kinder können den ganzen Boden vollschmieren, sich laut artikulieren, mit Plastik arbeiten, mit Plastilin, mit Papier, A question to Sebastian and Eric. What was the most significant change during the project? The most significant change for you, Sebastian, najbardziej znacząca zmiana dla Ciebie podczas całego tego projektu w Nowi Liderze. Co Cię najbardziej zmieniło? Tobie? Dla mnie to się zmieniło. Stałem się ważniejszy w pewnym sensie tu i w zespole. I become to be more important for myself and in the band. Yeah. Właśnie nas dołowy i na pewno. So we used two different kind of instruments: the table instruments, as you can see over here, and also the African jumping. He's playing an African jump. And also to help others be leaders. That wraps it up. Yeah. To help others to be leaders. Thank you.
Adaptierung, Gestaltung und so weiter, sondern es kommt immer ganz individuell auf den Jugendlichen an, auf den Betrieb, auf den Ausbildner, auf diese äußeren Faktoren, die ich erwähnt habe und so weiter. Das ist gerade das aktuelle Angebot an Projekten. Wie schaut eine Zielgruppe aus? Je mehr ich Autisten habe, desto mehr IT-Techniker werde ich wahrscheinlich haben. Kann man auch nicht pauschal verallgemeinern. Aber bei der konkreten Arbeit, das betrifft jetzt sowohl unsere allgemeinen Zielgruppen, aber ganz besonders die Zielgruppe mit psychischen Erkrankungen, ja, was man da so berücksichtigen muss als Berater, Beraterin, was sich gut auswirkt sozusagen auf die Beziehung. Und zwar nicht nur mit den arbeitsmarktrelevanten Daten, sondern auch mit so einer Sozialanamnese, auch so ein bisschen mit der Krankengeschichte und so weiter. Also ich probiere wirklich im Erstgespräch so viel wie möglich über diese jungen Menschen zu erfahren. Auftragsklärung ist ganz wichtig, dass ich im Erstgespräch kläre, okay, mit welcher Erwartung kommst du zu mir? Und was kann ich dir anbieten? Weil wenn da Missverständnisse passieren, dann kann es in eine sehr schlechte Richtung gehen. Beziehungsaufbau, das ist ja klar in der Beratung. Ja? Also ohne Beziehung funktioniert eigentlich fast meiner Meinung nach gar nichts. Also wenn ich keinen Zugang finde zu dem Jugendlichen, kann man noch die beste Beratung machen und Informationen geben, das funktioniert nicht. Genau, sozialarbeiterische Unterstützung ist so gemeint, also ich bin keine Sozialarbeiterin, von dem her kann ich auch diese Unterstützung nicht anbieten. Was wir machen können, ist wenigstens die Anlaufstellen benennen. Was ganz wichtig ist beim Bewerbungsschreiben auch immer, das sage ich meinen Schülern jetzt, weil ich gerade in dem Prozess bin, mit ihnen ein Bewerbungsschreiben zu schreiben, dass man die Adresse und den Namen richtig schreibt. Also ich kenne einige Personalisten, die misten aus, wenn der Name nicht stimmt. Das kommt ganz oft vor. Das ist etwas so ein absolutes No-Go. Also in dem Bewerbungsschreiben präsentiert man seine Soft Skills, aber es muss auch schon passen. Es muss dann auch im Lebenslauf zusammenpassen. Wenn ich sage, ich habe so viel Erfahrung und der im Lebenslauf steht, dann ich habe gerade die Schule gemacht. Wie schaut es aus mit dem Datenschutz beim Soft Skill? Naja, wie es läuft unter den anderen Dingen. Also wenn ich jetzt was kriege, dann ist es sozusagen eine Bewerbung, die mir wer gibt und die darf ich natürlich an keine andere Firma weitergeben. Das ist ganz normal. Und damit, ob da jetzt ein Softskill drinnen ist oder irgendwelche Daten drinnen sind, darf ich als Firma nicht weitergeben. Beziehungsweise der nicht klaren Kompetenzabgrenzungen zwischen Bund und Land. Beziehungsweise hier hat man versucht, eine klare Kompetenzabgrenzung zu machen und hat übersehen, dass es den Bereich gibt, der halt nicht, der irgendwie grau ist. Wenn ich jetzt sage, jemand, der eine Lehre hat, ist per se offensichtlich arbeitsfähig, sonst hätte er auch keine Lehrstelle, dann darf ich dabei aber nicht vergessen, dass er die Lehrstelle nicht hätte, wenn er nicht begleitet wird. Und damit sagt man, ich schaue, ob das, wo er jetzt ist, okay, ist arbeitsfähig, also brauche ich nichts finanzieren. Dass er dann aber wieder gefährdet ist, in den Betreuungsbereich zurückzukommen. Individuelle Charakteristika von Arbeitern, wie wir einen Einfluss haben, wie die Unterstützung einen Einfluss hat, wie die Arbeit selbst, also die Arbeitsgestaltung selbst einen Einfluss hat, die Arbeitsbedingungen, die Outcomes, also Bezahlung und so weiter einen Einfluss hat, die Kollegen einen Einfluss haben können, etc. Plötzlich Gender-Unterschiede ganz groß im Vordergrund gerückt werden bei der Arbeitszufriedenheit und generell bei der Arbeitsgestaltung. Wenn man jetzt Menschen wie wir selbst befragt, zeigen sich überhaupt keine Geschlechtsunterschiede. Der einzige Geschlechtsunterschied, der sich zeigt, ist, dass Geschlechtsstereotype Arbeiten bevorzugt werden. Also Männer würden eher gerne in Werkstätten arbeiten, wo sie was manuell machen können. Frauen bevorzugen üblicherweise irgendwelche Sachen, in denen sie irgendeine Art von sozialen Interaktion haben, zum Beispiel Tätigkeiten in der Gastronomie oder ähnliches. Aber das zeigt sich auch trotzdem kein Unterschied dann, wenn sie dann in einem Betrieb sind, in der Arbeitszufriedenheit selbst. Was machen Sie da zum Beispiel konkret, wenn jetzt neue Schüler kommen, die überhaupt nicht Deutsch können? Ja. Die kommen in ihre Klasse, sie haben gerade eine Stunde Unterricht, jetzt switchen sie wie, wohin? Ja, sie bekommen ja Lehrprogramm grundsätzlich. Das heißt einmal grundsätzlich, den ersten Tag sind sie so wie heute da, werden sie einmal wohin gesetzt, dann haben wir gesucht zum Beispiel einen zweiten Schüler, der auch Afghanisch eben auch dieses
Dari spricht, er hat dann mit denen gesprochen, er hat die Schulführung zum Beispiel gleich gemacht, da sind sie dann schon abgelegt. Währenddessen reden wir mit unseren Schülern drüber, von wo die kommen, warum die kommen, wahrscheinlich warum sie flüchten. Ich meine, jetzt ist das ein großes Thema. Wir sagen immer ganz interessant, wir haben schon viele Erfahrungen mit solchen Kindern jetzt schon gemacht. Im Laufe der Jahre werden wir lieber unbeschult als schlecht beschult. Das ist uns lieber. Also so sind sie wirklich noch offen, sind sie motiviert und lieb, ja? So wirklich, das ist neugierig. Und nun schon welche drinnen, die natürlich dementsprechende Erfahrungen mit schlechten afghanischen Schulen oder was auch immer gehabt haben, die sind dann auch oft sehr stur und sie sind sehr verschlossen. Ja, die haben einfach Angst oder die haben einfach eine gewisse Prägung schon hinter sich. Also wir haben natürlich gesagt, na Gott sei Dank unbeschult. Das geht relativ schnell mit der Gebärdensprache, das hilft uns für diese Kinder sehr. Also das ist wirklich ganz, wenn ich sage, du weißt ja sofort, aha, die meint doch komm her und warte, ja, der denkt so, ja. Ich unterrichte Deutsch für Ausländer. Gibt es da eine Möglichkeit, dass man das sozusagen für Leute aus dem arabisch schreibenden Bereich irgendwie auch sinnvoll wäre oder so? Also ich glaube, dass es dasselbe ist, weil es geht bei Comics, das ist halt irgendwie so die Schriftart, über die sich jeder lustig macht, weil es irgendwie so unseriös aussieht. Aber das Gute ist eben, dass man die Buchstaben P und Q dort sehr gut unterscheiden kann und dass die Schriftart keine Serifen hat. Also wir probieren umzugehen ein bisschen. Man kann also ich würde einfach auch rückfragen für die Deutsch lernenden Anfänger, ob sie es besser lesen können, ob sie sich leichter tun. Die werden dann eher Rückmeldung geben. Genau. Ja. And 2014, there was a revision of the law for college, for teacher training college. And so since this time, since 1 year and a half, it's possible that people can have adapted curriculums and exams if it's necessary. And that mustn't be just a disability like blindness. It could be, for example, a person who is too fat to be able every sport things. Or it could be a person who is not very good in German because he has another native language. But my dream and my wish was every time since I was a child, and so I went to the college 1988 after my exam at school and told them my clarity and my determination of my visions. And I could imagine very clearly how I will work in this job. Of course, I had to use all my strength and to do all things to try all things at the college, at the training. The willingness of the college was very, very big. Im Gegenteil, wenn Sie das ab und zu in so kleinen Frequenzen haben, in ausreichendem Abstand, dann trainieren Sie das Stresssystem und werden stressresistenter. So macht man nämlich Anti-Stress-Training wirklich. Erstens einmal hat man gemessen, man zeigt zwei Gruppen unterschiedliche Videos vor. Einer Gruppe zeigt man Stan Laurel und Oliver Hardy Filme. Also für die in meinem Alter dick und doof, also das ist lustig, oder wäre es dir lustig können, und die anderen sehen Nachrichten, also irgendwas ganz Normales. Ja, und da nicht einmal das Schlimmste. Und dann schiebt man sie hinaus und sagt, ihr müsst jetzt reden. Und dann geht die Stresskurve bei den Menschen mal so rauf. Und dann hat man aber festgestellt, dass bei den, also normalerweise geht es dann so runter, es dauert dann ungefähr, bis dahin ungefähr 40 Minuten.
Und bei denen, die die Laura und Hardy gesehen haben, war es halb so weit. Und dann, wenn Sie das Stress regelmäßig haben, passiert Folgendes. Bei den meisten Menschen ist es so, dass bei demselben Stressauslöser das Stress nicht mehr so, also die adaptieren. Und eine ganz interessante Forschungsstelle, mit der ich mich beschäftige, es gibt ein paar Menschen, die machen das nicht. Und wir wissen noch nicht warum. Das ist der normale Fall und dementsprechend, wenn Sie jetzt in unterschiedlichen Kontexten immer wieder solche Stresserlebnisse haben, aber schön lang verteilt, dann werden Sie ständig ruhiger. There was a course about illness and disability because it's also reflection on those things and the own disability and what that means. And about alternative communication, getting contact with the children, so the colleagues have the possibility to try it in the right way. And they have the monthly reflection with the supervising mentor. Thank you.